In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2. Und zwar werden wir uns hier das Leseverstehen Teil 1 gemeinsam anschauen. Speziell für dich habe ich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren. Und dann können wir auch schon loslegen. In diesem Teil der Prüfung fragen wir uns, was passt zusammen? Und zwar möchten wir hier lernen, wie wir richtig zuordnen können. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung B2 Lesen Teil 1. Und schon kann es auch losgehen. Als allererstes zeige ich dir, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar zeige ich dir ganz am Anfang den Überblick, also wie die Prüfung abläuft und wie sie bewertet wird. Danach zeige ich dir, wie du dich gut für die Prüfung vorbereiten kannst. Und dann schauen wir uns an, wie wir Schritt für Schritt in der Prüfung vorgehen können. Danach bist du an der Reihe und wir schauen uns ein Beispiel an. Und ganz am Ende hast du es dann auch schon geschafft. Wie am Anfang versprochen, gibt es dann auch noch einen kleinen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß! Zunächst schauen wir uns also an, wie die Prüfung abläuft und wie sie bewertet wird. Du fragst dich vielleicht, was wird denn hier überhaupt getestet? Vielleicht hast du die Prüfung noch nicht gesehen, deswegen möchte ich dir das ganz kurz zeigen. Und zwar bekommst du 10 Überschriften vorgegeben. Und dazu gibt es noch 5 Texte. Und diese Überschriften sollst du dann den Texten zuordnen. Und dafür hast du circa 15 Minuten Zeit. Also, du bekommst für den ganzen Leseteil und den Teil, der heißt Sprachbausteine, da gibt es dann auch noch ein Video zu, das kannst du dir gerne angucken. Für diese Teile hast du 90 Minuten Zeit. Und für den Teil 1 der Leseprüfung solltest du dir circa 15 Minuten Zeit geben. Dann fragst du dich vielleicht, worauf wird denn hier geachtet? Es gibt diesen GE-Referenzrahmen, GER. Den kannst du mal im Internet eingeben und mal drüber lesen. Und zwar sagt er dir, was du als B2-Kandidat alles so können musst in Sachen Deutsch und in Sachen Sprache. Du kannst dir hier auch wieder eine PDF herunterladen. Da siehst du die Musterprüfung zum Lesen Teil 1. Jetzt schauen wir uns an, was wir vor der Prüfung schon zu Hause oder in der Schule alles machen können. Um uns gut vorzubereiten, solltest du lernen, wie du global liest. Das nennt man auch Skimming. Ich erkläre dir jetzt, was das ist. Und zwar kannst du dich zu Hause schon gut dafür vorbereiten, denn in diesem Prüfungsteil sollst du globales Lesen können, also Skimming. Und zwar, nimm dir mal einen beliebigen Text aus der Zeitung, aus dem Deutschbuch oder einen Internetartikel. Versuche die Überschrift mal zu ignorieren, damit du nicht weißt, worum es hier in diesem Artikel oder in diesem Text geht. Dann überfliegst du den Text und zwar von oben links nach unten rechts. Das muss nicht komplett so sein, also du kannst auch Absätze einfach so überfliegen. Aber die Idee ist, dass du nicht jedes Wort einzeln liest, sondern mit deinen Augen so Zeile für Zeile, aber schon von oben links nach unten rechts so drüber fliegst. Und das nennt man nämlich Skimming. Und zwar beim Skimming liest man nicht alles direkt durch, sondern man überfliegt den Text und holt sich die Hauptinformation raus. Und für dieses Skimming gibt es auch Regeln, damit du das lernen kannst. Und zwar, wie gesagt, lies nicht Wort für Wort oder Satz für Satz den Text durch, sondern fliege darüber und achte auf wichtige Wörter, wie zum Beispiel Substantive oder Verben, die so herausstechen, ja? Und dann hast du den Inhalt noch nicht ganz herausgeskimmt, also hast du ihn noch nicht richtig herausfiltern können, worum es geht. Dann schau dir die ersten Sätze oder den ersten Satz jeden Absatzes an. Und die kannst du dir dann schon mal schnell durchlesen. Und da bekommst du dann eher auch eine Idee, worum es hier in diesem Text geht. Genau, und dann überlegst du, worum es jetzt hier in diesem Text gehen könnte. Und dann schaust du dir mal die Überschrift dazu an. Hast du die richtig, also hast du richtig geraten, hast du richtig gelegen, dann super. Das heißt, jetzt hast du das Skimmen gelernt. Das machst du dann noch mit ein paar mehr Texten, vielleicht auch schwierigere Texte und so weiter. Und dann bist du bereit für die Prüfung. Was noch eine gute Vorbereitung für dich ist, dass du dir Wissen aneignest. Das ist natürlich wichtig. Wortschatz ist wichtig.
Such dir also am besten Texte mit einem gehobenen Deutsch heraus. Du kannst ganz am Anfang vom Üben auch einfache Texte nehmen, das ist klar, aber versuche doch mal wirklich Texte zu nehmen, die wirklich schwierig sind, mit schwierigen Themengebieten, in denen du dich vielleicht nicht auskennst. Und damit kannst du dann deinen Wortschatz erweitern und dir neues Wissen aneignen. Zum Beispiel in Wirtschaftsjournalen, in Medizinjournalen oder in wissenschaftlichen Magazinen oder so. Du denkst vielleicht, warum soll ich das lesen? Das ist doch bestimmt C1, C2 Niveau, das werde ich doch gar nicht verstehen. Das ist ja auch nicht der Sinn vom Skimming. Du sollst den Text ja gar nicht komplett verstehen, sondern du sollst ja nur die Hauptinformation heraussuchen können. Das heißt, du sollst ungefähr verstehen können, worum es hier geht und nicht das Detail verstehen. Das brauchst du gar nicht. Deswegen, um dir auch mal Wörter herauszupicken, die du vielleicht noch gar nicht richtig kennst und dich gut auf die Prüfung vorzubereiten und deinen Wortschatz zu erweitern, dafür sollst du dir wirklich auch mal schwierige Texte vornehmen. Jetzt geht es richtig los und wir gucken uns mal die Prüfung etwas genauer an und fragen uns, was passt denn hier überhaupt zusammen? Um das zu tun, solltest du einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Und zwar zeige ich dir ganz kurz, was die Schritte sind und dann gehen wir nochmal genauer auf sie ein. Als allererstes schaust du dir die Überschriften an und die Schlüsselwörter in den Überschriften. Danach gehst du zu den Texten über und diese sollst du ja dieses Skimming machen, das globale Lesen und dort auch Schlüsselwörter heraussuchen. Dann solltest du die Überschriften den Texten zuordnen, entscheiden, was ist jetzt die richtige Überschrift und das Ganze dann nochmal prüfen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Also als allererstes lesen wir unsere Überschriften und finden Schlüsselwörter dazu. Hier sollst du dann doch detailliert lesen. Die Überschriften kannst du wirklich mal komplett durchlesen und da unterstreichst du dir die Schlüsselwörter. Vorsicht aber, unterstreiche hier nicht zu viel, sonst hast du am Ende die ganze Überschrift unterstrichen und dann kannst du es auch eigentlich sein lassen. Also such dir wirklich 2 markante Wörter aus und unterstreiche sie oder vielleicht auch 3. Diese Schlüsselwörter sollen dir nämlich helfen, dass du nachher schneller arbeiten kannst und musst nicht nochmal alles lesen. Und in den Überschriften solltest du auch mal die Themen beachten. Es ist nämlich möglich, dass die Überschriften sich auf 2 oder 3 verschiedene Themen konzentrieren. Das heißt, in unserem Beispiel haben wir zum Beispiel Arbeit und Urlaub. Und da kannst du schauen, vielleicht geht bei einer Überschrift es nur um das Thema Arbeit, bei einer anderen nur um das Thema Urlaub. Aber es gibt dann auch Überschriften, wo es um Arbeit und Urlaub geht, okay? Also da auch mal drauf achten. Im zweiten Schritt geht es dann um das Skimming und da solltest du auch gleichzeitig wieder Schlüsselwörter suchen. Aber wir gehen hier nicht die ganzen Texte komplett durch, sondern wir fangen mit dem ersten Text an und skimmen diesen. Ja, wir überfliegen ihn. Während wir das tun, unterstreichen wir unsere Schlüsselwörter, Schritt für Schritt. Dann vergleichst du, oder während du das machst, während du deine Schlüsselwörter suchst und diese unterstreichst, solltest du natürlich mit den Überschriften und den Themen vergleichen, die du vorher schon gelesen hast. Die Schlüsselwörter in den Texten sollten damit zu tun haben. Es gibt viel unnötige Informationen in den Texten, die du überhaupt nicht brauchst. Wir gucken uns das gleich in einem Beispiel an. Und da solltest du auch dann auf Synonyme und Antonyme achten. Synonyme sind Wörter, die gleiche Bedeutung haben und Antonyme sind Wörter, die die gegenteilige Bedeutung haben. Auf diese solltet ihr achten. Und hier ist es jetzt auch wichtig, dass du nicht alle Texte auf einmal liest, sondern nach dem ersten Text zum nächsten Schritt übergehst und nicht zum nächsten Text. Also gehe wirklich Schritt für Schritt pro Text durch. Wir sind jetzt im ersten Text, wir haben ihn geskimmt und Schlüsselwörter gesucht und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Und zwar müssen wir jetzt zuordnen. Wir vergleichen also unseren Text mit unseren Überschriften. Wir haben ja unsere Schlüsselwörter überall markiert und deswegen müssen wir nicht nochmal alles durchlesen. Wir ordnen also jetzt unsere Überschrift dem Text zu und da gibt es oft mehrere Möglichkeiten. Markiere sie neben dem Text
Und dabei helfen dir auch Symbole wie Fragezeichen, X oder man kann auch was umkreisen oder so. Und jetzt kann es auch passieren, dass du vielleicht nochmal etwas detaillierter lesen musst. Und da, wie gesagt, der Tipp, den ersten Satz der Absätze, also in dem Text hast du vielleicht 2, 3 Absätze, les dir mal den ersten Satz durch. Der gibt schon sehr viel Information. Als nächstes musst du dich entscheiden. Kannst du dich gleich entscheiden? Super. Dann gibt es kein Problem. Hast du aber noch keine definierte Antwort? Das ist auch nicht schlimm. Ja? Schreibe die möglichen Antworten erstmal an den Textrand, lass die dort stehen und versuch zum nächsten Text überzugehen. Denn es kann passieren, dass weiter unten eine von den ausgesuchten Überschriften, dass die weiter unten passt und dann kannst du das oben schon mal wegstreichen. Und dann weißt du vielleicht auch automatisch deine Antwort. Okay? Also erstmal nicht verzweifeln, sondern einfach zum nächsten Text übergehen. Und aber auf jeden Fall deine Antworten markieren neben dem Text. Das darfst du nicht vergessen, sonst kommst du durcheinander. Und wenn du jetzt deinen Text, den ersten Text fertig hast, solltest du die Schritte 2 bis 4 mit den nächsten Texten nacheinander durchgehen und dort wiederholen. Wenn du jetzt komplett fertig bist, musst du prüfen. Das heißt, hast du jetzt für jeden Text eine Überschrift? Ja? Super, alles gut. Dann hast du das schon geschafft. Hast du es nicht, also dir fehlt vielleicht noch was, kein Problem. Vergleich einfach nochmal, guck dir es nochmal ganz kurz an. Aber wenn du es wirklich nicht weißt, dann rate bitte. Denn es ist wirklich besser, als wenn du 0 Punkte hast, als wenn du das frei lässt. Dann guck einfach, was ist vielleicht am nächsten die richtige Antwort und trage das dann ein. Als nächstes möchte ich dir auf jeden Fall noch einen Tipp mitgeben. Und zwar, du kannst direkt nach jedem Text deine Antworten auf den Antwortbogen schreiben, wenn du dich entschieden hast und dir sicher bist. Das ist okay. Aber mein Tipp für dich ist, ich würde allerdings den Teil 1 der Prüfung erst zu Ende bringen. Ja, mach deine ganzen Texte erst fertig. Und dann markierst du deine Antworten auf dem Antwortbogen. Es kann nämlich sein, dass du dich doch noch einmal umentscheidest. Und wir wollen ja nicht unnötig auf dem Antwortbogen umherradieren, ja? Deswegen würde ich wirklich erst komplett Teil 1 des Leseverständnisses fertig machen und wenn du dann deine Antworten hast, das alles auf den Antwortbogen übertragen. So, jetzt bist du an der Reihe und wir schauen uns mal ein Beispiel gemeinsam an. Und zwar haben wir jetzt hier beim Lesen Teil 1 des TELC-Zertifikats B2 ein Beispiel, das kannst du dir auch runterladen. Da gibt es eine PDF davon, die habe ich dir bereitgestellt. Und wir schauen uns jetzt als allererstes mal die Aufgabe an. Die kannst du eigentlich in der Prüfung komplett ignorieren. Du hast zwar eigentlich genug Zeit mit deinen 15 Minuten, aber du weißt ja, was du hier machen sollst, deswegen brauchst du es eigentlich nicht nochmal durchlesen. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam einfach nochmal an. Also im Leseverstehen Teil 1. Lesen Sie zuerst die 10 Überschriften. Lesen Sie dann die 5 Texte und entscheiden Sie, welche Überschrift am besten zu welchem Text passt. Tragen Sie Ihre Lösungen in den Antwortbogen bei den Aufgaben 1 bis 5 ein. Genau, und das würden wir dann auch, wie eben schon gezeigt, in der Schritt-für-Schritt-Anleitung dann auch so machen. Jetzt geht es los. Als allererstes lesen wir unsere Überschriften und unterstreichen unsere Schlüsselwörter. Hier ist das Beispiel. Wie gesagt, das kannst du dir als PDF herunterladen. Und es gibt sogar noch eine PDF, wo ich dir die Schlüsselwörter schon mal angestrichen habe. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Es kann natürlich sein, dass für dich ein anderes Wort wichtiger ist als für mich vielleicht. Ja, also das sind nur Anregungen, Beispiele. So, wir lesen das mal gemeinsam kurz durch. Ich habe dir hier die ersten 5 Überschriften gegeben. Du kannst gerne die ganze Prüfung dann mal selber probieren durchzuüben. Okay? Also, am Strand im Dienst. Mehr Sicherheit für Urlauber. Da würde ich mir Strand unterstreichen, Sicherheit und Urlauber. Okay? Dann Bäder, Seen und Natur im hessischen Paradies.
Da finde ich jetzt Natur ein wichtiges Wort, weil Bäder und Seen, das hat so ein bisschen was mit Natur zu tun. Und Hessisch. Es geht also um Hessen, das Bundesland Hessen. Das müsstest du eigentlich auf B2-Niveau wissen. Wenn nicht, kannst du dir die Geografie von Deutschland auch nochmal angucken, vielleicht ein paar Städte angucken. Sowas kommt oft in der Prüfung dran. Als nächstes Freiheit und Natur nach 6 Wochen harter Arbeit. Da finde ich das Wort Freiheit wichtig und Natur und das Wort harte Arbeit. Nächstes, jugendliche Arbeiten für Jugendliche. Da finde ich das Wort Jugendliche wichtig. Und ich habe Arbeit von Arbeiten unterstrichen. Man kann natürlich auch Arbeiten unterstreichen, aber wir wissen, es geht hier um Arbeit. Ja, es hat was mit Arbeit zu tun. Und das nächste, Kinderarbeit in Deutschland. Jugendliche werden zur Arbeit gezwungen. Da unterstreiche ich Kinderarbeit und das Wort gezwungen. Nun schauen wir uns unseren Text an und skimmen den, ja, also überfliegen ihn und unterstreichen dabei Schlüsselwörter. Ich zeige dir den Text jetzt mal. Du kannst jederzeit das Video pausieren und das mal selber machen, bevor ich dir das zeige. Ich werde jetzt den ganzen Text mit dir nicht durchlesen, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, aber ich zeige dir, was ich unterstreichen würde. Wir wissen jetzt schon, worum es geht. Es geht um Urlaub, Natur und um Arbeit. Schauen wir mal. Ich überfliege den Text und würde unterstreichen interessante Städte und Regionen. Gucke ich ein bisschen weiter. Hessisch. Etwas weiter unten auch nochmal Hessen. Dann sehen wir Natur pur. Wir gucken weiter. Berge und Seen haben wir hier noch. Genau, ich glaube. Und dann noch Fürstlichkeit. Ist vielleicht auch noch ein Wort, was rausspringt. Früherer Adel. Hat was mit Fürstentum zu tun. Das sind so meine Wörter, die ich herauspicke. Manche Informationen sind wirklich, die brauchst du dir nicht anschauen. Zum Beispiel so Sachen wie, wenn wir vom Anfang nochmal überfliegen, Kreis Waldeck-Frankenberg. Oder Kurorte Bad Arolsen und Bad Wildungen, Luftkurort Edertal-Kleinern. Edertal, 12 Quadratkilometer und so weiter. Das sind Informationen, das sind Details, das sind so Wörter für Orte oder Nummern, also Zahlen oder sowas, ja. Das sind alles Details, die kannst du komplett ignorieren, ja. Wir gucken hier nach diesen Hauptwörtern. Jetzt müssen wir zuordnen und entscheiden. Wir haben hier oben nochmal unsere Überschriften und hier sehen wir nochmal unseren Text, alles unterstrichen. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Also wir haben jetzt gelesen, wir sehen hier, unsere Schlüsselwörter waren interessante Städte, Regionen, Hessisch, Hessen, Natur, Berge, Seen und so weiter. Und das sieht schon sehr nach Überschrift. Was denkst du? Ich denke auch, ja. Ich denke, du hast das auch richtig. Überschrift B. Okay, und dann denke ich, okay, es geht aber auch um Natur und so. Die erste Überschrift, da geht es um den Strand und Sicherheit für Urlauber, das hatten wir hier nicht. Wir haben hier gar nichts mit Strand so wirklich. Dann bei D, Jugendliche haben wir auch nicht dabei. Und E, Kinderarbeit war jetzt auch nicht. Aber hier bei C steht Freiheit und Natur. Gucken wir uns das mal an, ob das vielleicht doch da mit drin steht. Also ich würde mir dann an der Seite jetzt ein B markieren und ein C mit einem Fragezeichen, weil ich mir da überhaupt nicht sicher bin. Aber beim B bin ich mir vielleicht schon etwas sicherer. Gucken wir uns unsere Tipps an, sozusagen, unsere Schlüsselwörter nochmal. Wir haben also hier stehen, Hessischen Kreis. Es geht also um Hessen. Und da oben steht ja auch Hessisch in unserer Überschrift. Es geht um Natur, das steht auch in der Überschrift. Und es geht hier um Kurorte wie Bad Arolsen. Bäder, Kurorte, das wisst ihr vielleicht nicht unbedingt, aber man kann es erraten, dass ein Kurort, das sind Bäder, ja, Bad so und so, das steht hier mehrmals da, dieses Bad, ja, und da wissen wir, okay, das sind Kurorte, also es geht hier um Kurorte, es geht um Natur, und dann gucken wir nochmal hier, und es geht um Berge und Seen. Wir haben also Bäder, Seen und Natur und wir haben Hessisch. Also würde ich sagen,
C, auf keinen Fall, hier ist nichts mit Arbeit. Unsere richtige Antwort ist B. Und schon hast du es auch schon geschafft. Super! Einen Tipp möchte ich dir jetzt nochmal, oder eine Wiederholung möchte ich dir jetzt nochmal mitgeben. Merke dir wirklich diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die ist nämlich richtig und wichtig. Und zwar, du kannst diese Schritt-für-Schritt-Anleitung auch in den nächsten Teilen mit benutzen. Du musst sie also nur einmal auswendig lernen. Das ist doch wirklich super. Die passen sich ein bisschen an in den anderen Teilen des Leseverständnisses, aber an sich ist das immer ungefähr gleich. Sie hilft dir nämlich, organisiert vorzugehen und nicht durcheinander zu kommen. Und damit findest du dann auch dein eigenes Zeitmanagement. Und das solltest du herausfinden. Eins, das zu dir passt. Das machst du am besten vor der Prüfung, indem du eine Modellprüfung mal komplett durchübst und dabei die Zeit stoppst. So, auf zum nächsten Teil. Das schaffst du jetzt auch. Der Teil 1 ist vorbei und ich wünsche dir trotzdem weiterhin jetzt noch viel Glück. Und jetzt gibt es noch den Bonus, wie versprochen, und zwar schreibe doch mal deine Antworten zu der Beispielprüfung in die Kommentare. Die Beispielprüfung findest du in der PDF zum Herunterladen in einem Link unter diesem Video oder bei uns im Blog. Und die ersten 5 Kommentare bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur. Und unter all diesen Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also, mach mit und viel Spaß dabei! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Sei auch beim nächsten Video wieder dabei, denn da geht es um Lesen Teil 2. Also, wir sehen uns dann. Tschüss!